Guten Tag, guten Tag. Das ist ein bisschen zu laut, ne? Sorry. Ich habe noch nicht so richtig umgestellt hier. Ich höre mich ja gerade selber. Das müsste auch vom Ton her so passen. Ich habe noch ein paar Trailer zu gucken. Der ist ja auch ein bisschen früher. Weil um 19 Uhr. Guten Tag. 19 Uhr. Das ist zu laut, ne? Sorry. Ich habe noch nicht so richtig umgestellt hier. Läuft aber alles. Um 19 Uhr kommt ja die Xbox Partner Preview. Die wollten wir uns anschauen. Ich weiß nicht, wie lange geht die? Keine Ahnung, halbe Stunde? Nicht lang, ne? Und ja, ich denke mal, eine Stunde sind wir hier beschäftigt mit Trailer gucken. Ich habe nämlich ein paar Trailer hier rausgepickt. Den letzten 2 Monaten. Und das werden wir jetzt direkt mal gucken. Film ab. Oh, mein Ohr ist aber richtig laut. Mit Prinzessin Peach fangen wir an. Showtime. Das neue Xbox Game. Ich weiß gar nicht, was Xbox zeigt. Nicht so krasse Titel, meine ich. Nicht so die Burner, irgendwas. Denke ich mal. Generell hat Xbox nicht so die krassen Spiele mehr, ne? Aber wir müssen darauf achten. 19 Uhr. Rein da. Ich bin ja schon ein bisschen spät, ne? Weil die Trailer werden bestimmt eine halbe Stunde gehen. Das heißt, wir sehen einfach so random. Hä? Die sind voll random, Alter. Ah, jetzt zeigt mir hier an, mein Framerate ist so hoch. Krieg ich den weg? Rapide Muscle Blood 1-2. Stimmt, das sah auch krass aus. Boah. Ja, VPS ist 90. Keine Ahnung, warum ich das 90 VPS gemacht habe. Ja, was kann denn passieren, wenn die so hoch ist? Läuft doch alles. Ich lass mal so. Noch läuft ja alles, ist ja alles gut. Scheinbar heute ein guter Tag. Bei mir ist es immer so, als wäre es ein guter Tag. Was es mit dem Livestream auf sich hat. Oder bei mir leckt es wie Sau, weil mein Internet so beschissen ist. Aber ja, wir haben ja kein Glasfaserkabel, deswegen. Das ist sehr brutal, das Game. Aber was ist denn das für eine Story? Oha. Am I interrupting? Alles klar. Der sieht aber schön aus. Willem, I take it. You had some interesting guests outside. Expecting trouble? That depends. Why are you here? Polly tells me you keep the court's secrets and its histories. Earlier tonight, another kindred by the name of Isabella used this mark to sap my power. Do you know anything about it? No. All I had to do was keep my head down for just a few more nights. He's hiding something. Tell me, Willem, what rumors have you heard about me? That you were there in Cairo. They called you the Slayer. I have been many things to many people. And what will I be to you, Willem? And to this lonely, forgotten warehouse? You're exactly what he said you'd be. I guess that makes it easier. Makes what easier? What happens next? Now I have to do what he told me. Okay.
Nur ich konnte in seinen Mund reingucken. Ich konnte durch den ganzen Körper gucken. Elden Ring. Okay, der DLC von Elden Ring. Ich meine, Elden Ring interessiert mich nicht, aber ich kann es ja mal gucken, ne? Gucken ist ja erlaubt. Pure and radiant, he wields love to shrive clean the hearts of men. Sieht auf jeden Fall mal so krass aus, aber das ist zu schwer für mich. There is nothing more Ich würde terrifying. direkt flamen und ausmachen. Hatte ich bei Dark Souls ja auch. Boah. Black Myth Wukong soll ja auch genauso sein. In that forsaken place, Deswegen hol ich mir auch nicht. blood must spill. Blood of your fellows. They are true faithful. They were never saints. They just happened to be on the losing side of a war. Okay, die Gegner sind aber auch weird, ne, manchmal. Alter. Mother, wouldst thou Also truly quasi neue worship Gegner, in one neues so Territorium. bereft of light? Ist ja auch eine Story dahinter? Weiß gar nicht. Ja, im Prinzip ja, aber ohne, also nicht so viele Cutscenes, ne? I presume you too are keen to know just what kind Mikala is doing here. Oha. Ich hab grad, wenn nie fährt. Those stripped of the grace of gold shall all meet death in the embrace of Vesper's flame. Come now. Touch the withered arm and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again. Ey, Shadow of the Earthly. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, je nachdem, wann es anfängt, dass wir die anderen Trailer danach gucken. Ja, okay, das interessiert eigentlich schon. Nicht die ganzen Sachen. Oh, was? Hey everybody, I'm Ted Was Price, ist das? president and founder of Insomniac Games. First, Gameheads thank you to the Partnership? millions of fans who have already been swinging Ja, through the komm, streets das of ist- Marvel's New York in Marvel's Ich weiß nicht, wir sind Spider-Man auf 2. Star. For us at Momentan. Insomniac, we've been Das kennen wir humbled doch by schon. Flintlock, The Siege of Dawn. Das können wir reingucken. Ja, reinziehen. Das sieht auch ganz weird aus, ne? Ich weiß gar nicht, wann das kommt. Take care, good host. Das sieht aus wie Assassin's Creed. Das neue. Watch out, Nor. Oh, ein Zombie. Ich finde der Banishers Ghost of the New Eden sehr krass, so. Zurzeit. Das Let's Play dazu könnt ihr euch gut reinziehen. Is it me, or do those statues look like you? They were probably inspired by one of my visits. I traveled to the above when the great below got too much to bear. Und dann geht das überhaupt. Okay, es geht.
Ja, ich habe auch so Trailer genommen, die nicht so lange gehen. Weil es gibt manchmal Trailer, die irgendwie so Gameplay von 20 Minuten oder so. Something's off. Keep your eyes peeled. Resist, Nor. Ist ein bisschen, ja, so ein bisschen Stil von, Don't die on me, Nor. wie heißt das Game nochmal? Das Spiel, was ich nicht mehr mochte da. Was zwar krass aussah, aber irgendwie storytechnisch nichts dahinter war. Ich muss noch mal gucken. Ready to fly when you are. Forspoken. Forspoken meine ich. Warum ist das jetzt immer so unterschiedlich laut, Alter? Summer 24. Das hast du ja auch bei Filmen, ne? Dass da irgendwie so voll laut ist. Die Musik, aber die Gespräche sind immer so. Das fand ich so komisch. Ah ja, das war aus der Pokémon-Konferenz, ne? Pokémon Legends ZA. Das habe ich zwar ein bisschen gesehen, aber ich bin nicht schlau daraus geworden. Scheinbar in einer sehr frühen Konstellation ist das. Das ist ein Remake zu ein altes Game, ne? Hat er eher gedacht, man soll Heart Gold und Soul Silver mit Black and White vermischen. Aber es ist was anderes, ne? Die ist Legend. Gab's ja auch damals hier dieses Legend Game, oder? Aber soll ja nicht gut gewesen sein. Ob die sich beweisen können, keine Ahnung. Gegen Opal World. Ja, dieses ZA. Zygarde ist es doch, ne? Ja, nächstes Jahr geht's dann ab. Damit. Aber ich bin so momentan kein Pokémon-Spieler mehr. Früher ja, aber mittlerweile ist es nicht so geil. Achso. Ja, komm. Greatfall habe ich auch gesehen, sah interessant aus. Kam vor kurzem in der PK. Sogar. Sogar Deutsch, oder? Ich habe gerade Nein gesagt. Oh. Ich habe gerade Sense Saga Hellblade Vibes. Junge, ich muss aber gleich mal auf Toilette. Nach dem Trailer. Bei mir kickt es. Sieht aber geil aus. Noch nie vom Spiel gehört. Oha. Das ist doch eine Gameplay-Szene, oder? Tschüss.
Summer 24 die Access. Wäre geil, wenn man mehr darüber fahren würde, ne? So, danach kommt noch Terminator Survivor. Ja, aber ich bin kurz weg. Wir sehen es dann gleich. Vielleicht werden wir dann bei der PK sein. Warte mal, ich kann die auch mal anmachen. Vielleicht. Ja. Lass uns danach zur PK direkt gehen. Die ist ja jetzt. So. Das ist ja EGN-Stream. Ist Twitch jetzt anders geworden? Nicht Twitch, YouTube. Sieht ein bisschen aus wie Twitch, ne? Junge. Das ist doch neu hier mit dem Chat rechts. Naja, wir sind dann gleich, ne? Ich mach mal, ich weiß nicht, meinen Ton mal aus und mach die Musik mal hier an.
Warte, wir gucken noch den hier. Geht genau 1 Minute noch. 5 long years, the dark of the ground. No one knew where we could be Sorry, mein Wecker. but all seemed lost Der Terminator. Survivors. from Judgment Day. Das war bei der Nahcon Connect, die war vor kurzem. Now it's time to be back in the light. The world of Skynet will have to fight, but then new life one day we'll see, and everywhere our name will be Survivor. Sieht auch ein bisschen aus wie Dying Light, ne? Was eigentlich damit? Mit Dying Light 3? Oder wie hieß es nochmal? So, das war das. Das kurze Trailer, man hat nicht so viel gesehen, ne? Samba Axos, ja. Das läuft jetzt mal noch nicht gucken kann. Aber Dune können wir uns dann gleich reinziehen. Ist, glaube ich, ein Spiel, was ich mir spielen werde. Das ist ein Spiel Avatar, saurische Sau. Aber wir gucken es jetzt mal an. Da stand schon drin, was gezeigt wird, aber warum ist das manchmal nicht live? Ich verstehe es manchmal nicht. So, jetzt ist live. Habt ihr gelesen, ne? Ab 18. Won't you at least tell me what we're doing here? All I know is that it's serious. Okay, was ist das? It's more than serious, Runa. Hä, ist sie nicht von The Witcher? Die Yennefer spielt? In my experience, the greatest harm often comes from the best intentions. The cycle is starting again. How many more times must we endure the vanity of the Nine? Wie? When there isn't a path to be found, Make one. Ah, okay, jetzt verstanden hat. Jetzt Unknown 9, das ist Unknown 9? You've been here before, countless times, and so Das haben die shall ja you damals be here gezeigt, das again. sah aber In krasser fact, aus. Damals. you're here right now. Sommer. Ey, yo. Das wollte ich auch zocken. Ich muss das mir gleich nochmal Learn how to wield otherworldly skills in the world of Unknown 9 with an in-depth developer update on Xbox nochmal One. alles reinziehen. Das war gerade, weil ich gucken wollte, wie es live war. Deswegen musste ich ein bisschen schneller Everyone's got machen. an ex-employer they wish they never worked for. Not everyone's ex-employer set them up to take a fall. Mhm. Just so happens they framed the wrong witch. Das ist doch Cinematic oder sowas ähnliches, ne? And every card I draw is lucky. And when I find out what my old coven is up to, they better hope they have a good hand. Not tonight, boys. Keine Ahnung, was das sein soll. If the coven Ich wants kenn's to nicht. play, they'll have to play dirty. Slide of Hand. Keine Ahnung, was das sein soll. From the creators of this Enforcement. Okay. Ah, warte mal, ist das nicht das eine Game? Alters. What if FPS. you could change the decisions you regret in your life? Hä? Oh, was ist denn das? What if
you could change the decisions you regret in your life. Das klickt bei mir auch total. And see the outcomes of those choices with your very own eyes. Alter, das hab ich schon gedacht. The Altars tells the story of Yandals, a simple miner who survived a crash landing on a hostile planet. He quickly realizes that what was supposed to be a lifetime job opportunity turns into a desperate fight for his life. Yan will need to handle a large mobile base that's designed to be operated by an entire team of qualified personnel. Even worse, the planet Yan landed on revolves around the deadly scorching star. Escaping the sunrise is crucial for survival. Despite his best efforts, Yan simply lacks the time and skills to deal with all these problems on his own. But the planet Yan is stranded on is home to a mysterious substance called Rapidium. With its use and the help of the quantum computer on board, Yan is able to create alternative versions of himself. Was ist das für The Altars. Each one of them is the result of altering a crucial decision from Yan's past. The Altars are a reflection of the questions he asks himself. What if I never left my hometown? What if I didn't drop out of college? What if I fought harder to save my marriage? Our Altars have the necessary knowledge and skills that we desperately need to succeed. But they also come with their own... Stop pretending you have any idea how I feel. Incompetence, incoherent decision-making, a groundbreaking So, ich mach das so. on the verge of failure. Damn, Besser. I just hope I don't f*** everything up Oder? again. You want a Bei mir leckt relationship das that so. lasts. Put some effort in it. Each Yan is a different person. It will be extremely difficult to keep everyone happy. You gotta learn how to say no sometimes. But we must do whatever we can, because as the mission goes on, the challenges will only pile up. Ich weiß nicht, bei dem Game bin ich ein bisschen... Alles andere, die 2 Games sahen geil aus. Aber wie das hier... Sieht aus wie so ein Mobile-Game. Also nicht von der Grafik her, aber von der Art her. Wo auch so viele verschiedene Räume sind und du kannst dann mal aufbauen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Oh, das sieht auch interessant aus. Ach, das ist dieses Tales of, ne? Bla bla. Ist das so Tales... Ne, Creature of Other. Learn how Creatures of Ava Wäre plays geil, wenn in the das so wie role of a Spore saint wäre. in a first Wäre look geil, ja. preview on Xbox Wire.
Oh, Spore war mega. Killer war das. Spore war eins der Spiele, wo ich dachte, ey, komm, bitte eine Fortsetzung. Was ist das? Ist Alpha einzubringen. So ein bisschen horrormäßig. Kunstblut. Also Shaki, ja. What the fuck? Ach, wie heißt das Game nochmal? Die sehen aus wie Roblox, genau. Das ist ja Roblox. Die sahen doch mal aus wie Lego-Männchen. And I'm your friend to the end. You. Verify, so heißt der. Ah, Roblox, ja. Ah, no, nein. First Gameplay. Was da an und nein kommt nur für Konsole. Dann kann ich das vergessen. Schon mir nicht das Konsole für die für das Spiel. Vergiss es. Fuck was. Oh wow, das ist aber Cinematic. Sieht doch geil aus. In-Engine Footage. Hey. Oh nee, ist Horror. Ich habe so viele Fragen. Hä? The Sinking City 2. Da, den ersten Teil, glaube ich, habe ich schon gehört. Want to dive deeper into this mystery? Discover more about this long-awaited sequel in our Xbox Wire interview. My warrior of light. Final Fantasy? Walk free and bear the light for others to follow. Ah, ist online, ne? We Scions will fight until our last breath. Forward, my friends, for freedom and justice! You do know you're not alone in this, don't you? Darkness and light, despair and hope. As goeth one, so goeth the other. Become light. Ich finde die aber Konferenz doch besser, als ich dachte. Da kamen einige Titel, wo ich dachte, Alter, geil.
Es war nicht so meins, die Spiele, aber von der Umsetzung, also von dem, was man gezeigt bekommt, echt cool gemacht. Das sieht aus wie der Sie. Cool Classic PC. Okay, der Mensch aber wieder raus. Wegen Waffen. So Schusswaffen-Game finde ich nicht so geil. Also so Call of Duty oder sonst was. Stalker, okay. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Irgendwie. Das ist das erste beschissene Game, was ich gesehen habe von denen. Ansonsten okay. GSC Game World brought the cult classic Stalker trilogy to Xbox in an exclusive Xbox Wire interview.感じませんでしたか？時間が空回りする瞬間を。あなたは誰？私はメティス。あなたを守るために来ました。Jetzt habe ich ja zu früh gelobt, weißt du? Ich habe gerade gedacht, ja, boah, das sind ein coole Trailer. Oh, was ist denn jetzt los? Hey. Was ein Monster Trucks, das ist ein Shooter-Game, jetzt kommt das. 何か厄介な力で発生したということかもしれないな。たく、訓練してくれよ。何？今の。彼は見事命の答えにまで Persona, ne? Persona, weiß ich, ich fand sogar die Serie nicht so geil. 私はかつて生きると決めた。ワイルドへの目覚めがもしも命に近づいていることなら。その果てにある答えというのは
Das ist nicht mein Genre. Deswegen finde ich es nicht so geil. Uncover what else the Dark Hour has in store for Game Pass members this year on Xbox. Aber ich erwarte noch ein Highlight am Ende. Mal schauen. Wobei Xbox nicht so viel geile Games rausbringt, ne? Es hat eine spezielle Qualität, ne? Einerseits sieht das texturmäßig krass aus, einerseits hat es so so Comic-Style, ne? Von den Charakteren. Aber es sieht nach einem Anime aus. Man soll, glaube ich, Ghost of Tsushima auch mal einen neuen Teil rausbringen. Alter, das wäre geil. Den werde ich gerne sehen auf der E3. Ja, das ist wieder zu viel Fighterei, Alter. Dafür ist Berserker Kazan. Bin ich nicht ein Freund von. Kalunga, God of Death, hear my plea. And why, Zhao, have you called me to the realm of the living? Ach, das ist das It is eine. told that there are 3 great spirits who have denied you. I seek my Baba's return in exchange for these spirits. Tales of Kinzera Zhao takes you on a journey through a land enriched with myth and legend, but torn apart by illness and tragedy. Grief is ever present here, from the arid deadlands, a harsh and unforgiving terrain, to the dense and dangerous forest floor of the woodlands, a place laden with mystery and fear. In your arsenal, you carry your late Baba's mask, Einfach Ogi, the Mask Alter. of the Moon, utilized best for crowd control, and the Mask of the Sun, a chaotic ballet that compels you to engage spirits in melee combat. The Mask of the Moon, the Mask of the Sun. You must embrace the dance of the shaman. Each ability gained by the player can be used both traversally as well as in the fray of combat. For example, take Akida's spear. Not only can it be used to activate elements that are out of reach, but also engage and pierce through multiple enemies at once. And with each small victory along your journey, you will grow and better yourself, obtaining powers and tools that allow you to turn the tides of battle in your favor. The way you took that Rojo out was Raha. You should not sneak up on people, young shaman. We are shamans, healers in a land long past healing. The complexities of grief inspired the foundations of the world of Kinzera. You will be faced with intricate puzzles, arduous obstacles, and deceptive traps that demand both patience and skill to overcome. And though the path is fraught with adversity, an even fiercer battle rages within you. Mercy is a rare flower that blooms in the lands of Kinzera. But you can do this. I know you can. Sau. Tales of Kinzera. Die Sau. Elf Bit Studios.
Ah, okay. Das ist, man sieht es direkt. Das ist wieder so ein Oben-Perspektiven-Spiel. Was nichts für mich ist, das ist so, ja, so Strategiespiel, ne? Bisschen wie Age of Empires, aber Age of Empires war cool. Ach, das ist Frostpunk. Das ist Frostpunk. Capcom. Was ist das für ein Wedel, Alter? Hä? Das ist dieses japanische Stil. Aber irgendwie... Weiß ich nicht. Uninteressant finde ich das. Ich sag ja immer so meine Meinung, aber... Ne? Ich will nicht jedes Spiel schlecht reden, jeden seins einfach, ne? Und das ist auch gut so, wenn jeder das eigenes hat. Aber das ist dieses komplette japanische Setting, ne? Auch mit den... Da ist wirklich keine einzelne Grafik, und du denkst, das ist nicht von Japan. Was? Was geht da ab? Ich verstehe es nicht. Weil die haben alle Masken an. Kunitsugami. Path of the Goddess. Learn how Kunitsugami Path of the Goddess mixes action and real-time strategy in an exclusive Xbox Wire piece. Oh, war's das? Na, das ist jetzt eine halbe Stunde, ne? Scheint okay, es sind einige Spiele. Das erste würde ich eigentlich wünschen, aber es gibt es nur für Xbox. Aber im Prinzip ist keins davon dabei. Aber war schön zu sehen. War irgendwie schön.
Aber jetzt gucken wir uns ein Game an, was ich gerne zocken würde. Dune Awakening. Ja, mal schauen, ne? Was sie im Juni alles rausbringen als nächstes. Ist ja die nächste große PK. In Juni. Das sind alle am Start. Von Xbox bis Ubisoft und ja, maybe Sony. Mal schauen. So, wir gucken uns jetzt Dune an. Das hatte, ich glaube, gestern oder vorgestern sein Stream. Und ja, das sind noch 2 Teile, die wir uns anschauen. Die werden die Stunde noch voll bekommen. Und da kommt ja auch bald der Film raus. Oder, ne, ist schon draußen, ne? Den gehe ich mir nämlich am Wochenende angucken. So, das ist wie K, ne? Deswegen sieht es so krass aus gerade. Ja. Da habe ich schon gedacht, hey. Warum ist die Textur so krass? Ja, sieht ganz anders aus, ne? Ne, nicht so ganz anders, aber so ein bisschen anders aus wie der Film. Also man kann da bauen. Hat es auch eine Story? Ja, sieht auf jeden Fall geil aus. Also ich werde zocken. Also man kann auf jeden Fall bauen da. Das sieht aus wie so ein MMO, oder? Wo man gegen andere kämpft oder so. Arrakis is a test. Few survive it. But the humans that do awaken. Ja, Survival MMO. Ja, das wäre scheiße. Ich will gerne mit Story haben. Ah ja, den Trailer habe ich auch noch getan. Da wird mehr erzählt über das Spiel. So, voll leise. There's something very spiritual about that sand, which on the surface is really nothing. But der Film an sich ist richtig geil. Kann ich schon jedem empfehlen. Der erste Teil war so geil. One of my favorite lines from Frank Herbert is, when you end a novel, it's like a train coming into the station that doesn't stop. You just jam on the brakes and let the sparks fly into people's imagination. Arrakis is a test, is what the Fremen say. And the player comes right into the heart of that test. Dune Awakening is a survival game at the base level. And it begins like a traditional survival game, you know, like you're looking for water, you're looking for shelter. You know, where will you find water in the desert? Will you take it from others? So when we talk about survival, sure, we start with the basic kind of survival, survive. And then when you've survived long enough, it's now time to think about political survival and how you progress within the universe. The approach we take when building a world like Arrakis is we kind of have to think about where are the stark lines and how do we draw these epic spaces? How do we make them feel huge and the player feels dwarfed by everything they see around them? The intention was every time we saw the desert, it was highly brutal, and if you went out into the desert without the right protection and without the right knowledge, that it was sure death. If we looked at references from some of the hottest deserts in the world, the visuals that we saw from those deserts weren't enough. We needed this world to be even harsher. So we've been working with Legendary since the very beginning. They've been very generous with sharing with us assets from the film and allowing us to see things from the film and allowing us to really understand the vision
Denis Villeneuve has for the world and his characters and the way he's grounding Arrakis. But of course, a game is a much larger scale, so we need to expand upon that vision. We have our own army of concept artists who are sending things back and forth with Legendary all the time. One of my best moments on this project so far actually was I got to go and visit the set of the first film with a group of the people from Funcom, the art directors, the lead artists, and we got to walk around in the actual sets that they had built in classic old school set building, massive palaces, and we got to look at the ornithopters from the inside and the outside, right? We got to walk around them and get a sense of their scale. Well, I think what they had done really well is they'd been quite inspired by the world that we had built in Dune Part 1. Now, in a film, you're sort of led on a journey by the director and by the script, whereas in a game, you have the opportunity to sort of create your own narrative and create your own journey. The most exciting aspect for me is the fact that you can take what you've enjoyed and loved and you can build your own stories and your own places. And that to me is the ultimate goal, is to have, you know, complete control. Using Unreal 5 to create a game is obviously one of the better choices. Unreal 5 gives us flexibility through the blueprinting system. It allows us to handle amazing graphics through the rendering system, the lighting Übrigens, Santa Saga Halo, für das nächste Mal ich spiele im Mai, wird auch Unreal 5 sein. Das erste Game, weil ich mit Unreal 5 zocke. Ich weiß nicht, ob es vorher noch Spiele gab mit Unreal 5, aber für mich ist das erste Game mit Unreal 5. That feels real, and that technology hasn't existed before. Before Unreal 5, in the olden days, you had to use what we called the LOD system, and that meant that you had to create assets at different LOD levels, so it doesn't slow down everybody's computer. With Unreal 5, we have this new technology called nanite that breaks things down into the right amount of polygons at the right distance. So for us, as a company, this has made an amazing difference to the visual detail of the world. It allows us to create one really amazing looking cliff piece, for example, and then doesn't matter how far away or how close we place it, it performs well and it looks great. Where Unreal worked for us on Dune was that it was a fantastic pre-production and planning tool. On Dune Part 2, we had some very complicated scenes, and we were able to previs all the way from Budapest what the light was going to be doing well in advance. It's the only tool that I've used, I would say, in my 25 years of shooting that is able to be used across a wide spectrum of films by different types of filmmakers. The most iconic creature in the Dune universe is the sandworm of Arrakis. And so we've tried to represent this in the game in multiple ways. So as a player, your first steps on the open sand, you hear the hiss of the sand in the distance as the sandworm begins to move towards you. And when it gets close, you hear the roar as it erupts from the sand nearby. And at that point, you have only seconds to live if you cannot make it to rocky ground. So this is your first experience with sandworms. And these are the little ones. When you go into the deep desert, when you're harvesting spice, the giant ring-mouth sandworms that we've seen in the film will erupt underneath the spice blows and suck harvesters and equipment down into the sand beneath them. There's really only one rule. The sandworm will always come. Humans have always had this innate drive to create something, to build worlds, whether it's in their head, whether it's in text, whether it's on screens, whether it's in games. Funcom as a company has been on this journey for a long time, creating multiplayer worlds where players can live out their dreams and fantasies. We were there in the beginning with massively multiplayer online games. We've been there in the beginning with survival open world crafting games. And Dune is a combination of those legacies, bringing us forward into the future. It's the culmination of what Funcom means as a company and what we can deliver. And this legacy means that we need to really pay attention to what we're creating and how we create it for the fans. Because I think at the heart of this, ich weiß nie, ob das jetzt gerade der Film ist oder das echte Game. And they really want to live in the visual world of the films that they see from Villeneuve. And so we need to create the gap between those two possibility spaces and create a game world where people can live out their fantasies that they've taken from Dune. And yes, it's a huge legacy and it feels at times extremely overwhelming, but we really hope that we can deliver something for everybody. Aber leider kein Datum, ne?
Das ist halt dieses Jahr, aber wann? Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob ich es zocken werde. Generell ganzen Games. Ich weiß ja nicht, was ich zocke. Ich glaube, im Mai habe ich ein Projekt frei. Da bin ich mir nicht sicher, was ich zocken werde. Ja, ab Sommer wird es knifflig. Müssen wir mal schauen, was an Games rauskommt. Und ich würde sagen, das war doch mal eine schöne Games, die wir geguckt haben. 3 werden nicht angezeigt. Keine Ahnung, was das für 3 sind. Wahrscheinlich gelöschte Games, aber irgendwie kann ich die auch nicht mal hier löschen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann. Ich weiß nicht, vielleicht im April oder im Juni. Schon sogar. Also, erst. Ja, genau. Ich würde sagen, haut rein. Bis dahin. Wir sehen uns dann. Genau. Bis dahin.